Neuer Trainer, neues Glück. Ich hoffe, Peter Stöger holt direkt in Mainz seine ersten 3 Punkte mit dem BVB. Euch viel Spaß im Feiertagsmagazin. Euer Lars. Neuer Trainer. Der neue Mann bei Schwarz-Gelb an der Seitenlinie heißt Peter Stöger. Neues Los. In der Zwischenrunde geht es für Borussia gegen Atalanta Bergamo. Neuer Anfang. Bald wieder im Einsatz, heute im Studio. Lukas Piszczek. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total und unserem Feiertagsmagazin. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Unser Trainer Peter Bosz musste gehen am Samstag, Sonntag nach der Niederlage gegen Werder Bremen. Dir, lieber Peter, alles Gute. Aber wir haben einen neuen Trainer gefunden. Es ist Peter Stöger, der 4,5 Jahre meist erfolgreich für den 1. FC Köln gearbeitet hat. Und seine Aufgabe ist natürlich ganz, ganz klar, die Mannschaft schnellstmöglich auf den Erfolgsweg zurückzubringen. Eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich, hier bei diesem Club, mit diesen Möglichkeiten, mit diesen Spielern, diese Verantwortung hier anzunehmen. Das ist was Außergewöhnliches für mich. Ich freue mich riesig drauf. Es wird in der Phase natürlich eher darum gehen, mit den Jungs mal zu sprechen, wo denn so die Problemzonen möglicherweise gelegen sind, was man in der Kurzfristigkeit vielleicht verändern kann. Es geht jetzt darum, ein bisschen Empathie in die Gruppierung zu bringen, mal rauszuhören, was denn wirklich abseits des Fußballspiels vielleicht das eine oder andere zu verbessern, zu verändern ist. Das sind dann oft diese Kleinigkeiten, an die werden wir halt rangehen. Das eine unfassbare Möglichkeit hier ist, als Trainer in diesem Stadion arbeiten zu können, mit dieser Unterstützung dieser Leute, mit dieser Macht, mit dieser Kraft und mit dieser Mannschaft, dann ist das ganz einfach was Besonderes. Das bekommt man einmal im Leben, so eine Möglichkeit. Und jetzt liegt es eben an den Leuten, dem Staff, natürlich auch den Spielern, zu zeigen, ob wir das in dieser Konstellation so hinbekommen, wie sich die Leute das wünschen. Ja, wir hoffen natürlich, dass mit ihm die Wende gelingt. Und über unseren Trainer werde ich natürlich auch mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist hier und wie es ihm geht und was er zum Trainer sagt. Jetzt, ich freue mich, dass bist du mal wieder ins Studio gekommen bist. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Ja, gestern Nachmittag war das erste Training, das ist, glaube ich, direkt ausgefallen. Man konnte nicht auf dem Platz, war zu viel Schnee, ne? Ich war auch nicht dabei, weil ich verletzt bin und ich hatte individuell das Programm gemacht. Heute aber war ich erst einmal mit den Jungs ein bisschen auf dem Platz auch Aufwärmen gemacht. Yippie, und wie war's? Ja, alles gut. Aber dann nur der Aufwärmen und dann aber individuell zusammen mit Erik und Andreas Beck. Ja, der neue Trainer ist da. Erster Eindruck? Ja, ich denke, wir kennen den Trainer schon von der Bundesliga. Der macht einen ruhigen Eindruck. Also er weiß schon, was er will und das hoffe ich, werden wir auch sehen von unserer Mannschaft auch auf dem Platz. Ja, unter Peter Stöger haben ja auch einige Polen gespielt in Köln, zum Beispiel Paweł Olkowski. Hast du dich schon erkundigt über ihn? Über den Trainer? Nee, habe ich nicht. Weil, wie gesagt, der Trainer ist schon lange in der Bundesliga und ich denke, wir hatten immer Probleme gehabt gegen Köln, wenn der da Trainer war. Das stimmt. Nur das letzte Spiel haben wir, denke ich, 6-0 5-0 oder 5-0 gewonnen. Ja, viel Zeit hat der neu installierte Trainer allerdings nicht. Es ist direkt eine englische Woche und morgen geht es mit seinem neuen Team nach Mainz. Seine Premiere führt Peter Stöger nach Rheinhessen. Mainz 05 gegen Borussia Dortmund. Ein noch relativ junges Duell in der Bundesliga-Historie. Erst 22 Partien gab es zwischen den beiden Clubs und die meisten hatten es in sich. Besonders brisant der Last-Minute-Sieg im September 2011. Damals Auftakt einer unglaublichen Serie. Schwarz-Gelb blieb bis Saisonende ungeschlagen. Eine Wiederholung dieser Erfolgsgeschichte wäre natürlich überragend. Aber eins nach dem anderen. Ein gelungenes Trainerdebüt würde uns fürs Erste reichen. Ja, im Beitrag haben wir dein wunderschönes und vor allen Dingen sehr, sehr wichtiges Tor
gegen Mainz noch einmal gesehen. Jetzt kannst du leider morgen nicht mithelfen. Wie geht's dir jetzt im Moment? Welches Programm absolvierst du? Ja, mir geht's schon wieder gut. Ich kann laufen, ich kann schon den Ball treten. Heute habe ich den ersten Teil, wie gesagt, mit der Mannschaft gemacht, Aufwärmen. Dann individuelles Programm und ich hoffe, dass vor dem Weihnachten kann ich noch vielleicht 1- oder 2-mal mit der Mannschaft trainieren und dann, wenn alles gut läuft, im Januar wieder einsteigen. Vielleicht kannst du immer sagen, was war das für eine Verletzung? Ja, das war Außenbandteilriss. Außenbandteilriss? Ja, denke ich schon. Also Teilriss von der Sehne in Bizepsmuskel und die Außenband war auch ein bisschen gerissen. Und das ist auch schmerzhaft, richtig schmerzhaft, ne? Zum Glück war es das nicht so der Fall bei mir, aber nicht groß. Natürlich hatte ich schon Schmerzen, aber es war nicht so doll. Es war okay. Ja, dass wir dich brauchen, haben wir ja festgestellt. Ne? Seitdem du weg bist, läuft es irgendwie nicht mehr so richtig. Pistschuh, ganz, ganz wichtig. Das kann aber normalerweise jetzt nicht nur daran liegen, oder? Ja, das bin ich bei dir. Also das kann nicht nur auf mich einlegen. Und ja, ich denke, wir haben einfach Anfang die paar Spiele verloren. Da haben wir nicht das gutes Schlüssel rausgezogen. Und, auch keinen Rhythmus ins Spiel bekommen. Genau, und das war ein bisschen schwierig. Und ja, dann bekommst du so Spiele, wo du sicher gewinnen, dann gewinnst du das Spiel nicht. Und dann steckst du wieder noch tiefer in die schlechte Gefühl. Und ist schwer, aber wie man schon oft gesagt hat, wenn man auch verliert, dann muss man von dieser Zeit auch, wenn nicht gut läuft, was lernen. Und ich hoffe, dass wir als Mannschaft lernen und werden in kommenden Spielen schon besser spielen. Und du bist ja auch bald wieder dabei. Ja, ich hoffe, dass ab Januar läuft wieder alles. Dann läuft es auch wieder bei unserem Ja, BVB. hoffentlich schon früher. Ja, jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die heißt Fragenkonter. Ich stelle dir kurz 5 Fragen und du antwortest auch kurz, bitte. Kurz, ja oder nein? No, so? Na, so einfach wollten wir es dir nicht machen. Der BVB ist in Polen Sehr bekannt. als ältester Feldspieler beim BVB. Darfst du Verantwortung tragen. Du bist der torgefährlichste Abwehrspieler beim BVB, weil ich viele Tore geschossen habe. Du bist der Pole mit den meisten Bundesligaspielen. Das bedeutet dir? Ja, das macht mich schon ein bisschen stolz, weil Tomasz Wałdoch hat schon lange die Serie gehalten. Und ja, ich hoffe, dass ich kann noch meine Spiele in der Bundesliga aufbauen. Das ist der nächste. Hat auch ein bisschen Schwierigkeiten. Topfit. Wie alt bist du jetzt? 32. Wenn Deutsche versuchen, deinen Namen auszusprechen, hört sich das? Piszczek. Ich schwer jetzt auch für mich auszureden, weil ich kann nur korrekt ausreden. Also Piszczek soll das normal heißen. Piszczek. Genau. Piszczek oder die sagen oft Piszczek oder sowas. Piszczuk geht aber auch. Piszczuk. Ja, schön. Jetzt stellt dir jemand eine Frage, den du auch wirklich sehr, sehr gut kennst, der deinen Namen perfekt aussprechen kann. Es ist ein guter Freund und vor allen Dingen bin ich gespannt darauf, was er antwortet. Hi Pischu, hier ist Kuba Blaszczykowski. Ich möchte nur wissen, wie war deine Reaktion nach meinem Fehlschuss in Freiburg? Gruß. Ja. Du hast den auch noch vor Augen, ne? Ja klar, ich habe das noch, denke ich, im Kopf, die Wiederholung gesehen und dass ich und neben stehen beide und wir sehen, dass der hat nicht getroffen, wir haben die Arme schon hoch gehabt und dann leider hat der Kollege nicht getroffen, unsere Kuba. Dann hatten wir aber auch
2, 3 Tage schon ein bisschen gelacht. Über die Situation. Zum kann Glück mich auch noch- haben wir das Spiel gewonnen und am Ende konnten wir lachen. Aber ihr seht euch noch öfter, sprecht miteinander. Ja, wir sehen uns schon bei der Nationalmannschaft immer. Ich denke, im Dezember, wenn wir Weihnachtspause bekommen, werden wir uns auch sehen. Schön. Das ist fast normal bei uns. Wir wohnen nicht so weit von uns in Polen. Und ja, sonst, wir telefonieren auch oft. Also, der Kontakt Bestelle bleibt bitte immer. ganz herzliche Grüße und Dankeschön. du weißt ja, dass Mach ich. alle BVB-Fans ihn natürlich auch immer noch lieben. Er ist einfach auch ein toller Mensch, toller Genau. Typ. Ja, jetzt gibt es noch einmal, jetzt gibt es einen Zweikampf, so heißt das. Schon wieder? Dickel gegen Piszczek. Piszczek, schwarz oder gelb? Gesichtsbehandlung oder Kopfmassage? Das 3, 2, du bist zu früh. 3, bist zu lang. ja gut, dann mach du. Okay, dann nehme ich das andere mal. Dankeschön. War das nicht schwarz? 1-0, ja? 1-0 für dich. Steifen, Latte, 3, 2, 1. Ja, du weißt das. Nein, ich weiß nicht. Der hat irgendwie hier, lupft der jetzt. Das ist doch scheiße. Ey. Du kennst die Szene Ja, anscheinend. ich habe die gestern gesehen. Das ist doch auch nicht fair. Dann zeigt sie doch wenigstens beiden. Ey. 2-0 für dich. Ja. Du wirst, Wie viele Szenen noch? 3? du wirst wahrscheinlich nie wieder eingeladen, bist du? Ja, hoffe ich. Was? Oh, da habe ich jetzt wirklich, ich habe nichts gesehen. Schütze, Bayern, 3, 2, 1. Oh, 3-0 oder 2-1, jetzt bin ich gespannt. Spielst du nicht mehr? Ja, das war wohl heute nicht mein Spieltag. Den Piszczek verloren. Ich muss auch gratulieren. Danke, hat Spaß gemacht. Echt. Ja, 3-0 total. zu gewinnen, Hat das mir, auch macht immer total, Spaß. hat mir auch total Spaß gemacht. 3-0. Es steht jetzt 26-25. Grausam. Super Nummer hast du aber. Ich glaube, wir laden, 26 passt. wir laden Piszczek nicht mehr ein. Das ist ja noch nicht 3-0. Habe ich noch nicht einmal verloren. Ja. Wir machen jetzt ein Selfie. Daraus machen wir eine Collage nachher. Das ist ja eine Sofortbildkamera, die unterschreibst du und die versteigern wir dann zugunsten unserer Stiftung. Mal gucken. Also da ist jetzt quasi der Schirm. Warte mal, habe ich einen Blitz überhaupt an? Nee. So. So, einen kleinen Moment braucht das Foto noch. Wir legen es hier hin. Ja, heute Mittag war Auslosung der Zwischenrunde. Europa League, es geht gegen Atalanta Bergamo. Was sagst du zum Gegner? Wir haben ein Freundschaftsspiel gemacht, jetzt Vorbereitung gegen die, denke ich. Wir haben 1-0 verloren, denke ich, oder? Ja, ist korrekt, leider. Schon eine Mannschaft, der sehr gut taktisch spielt, denke ich. Die haben seinen Trainer, der viel sich mit Taktik beschäftigt. Deswegen wird das spannend, ich denke, aber wir haben so immer eine gute Chance, weiterzukommen. Wenn man schaut, wer noch im Topf war, es hätte schlimmer kommen können. Ich Ne? habe leider nicht gesehen. Ja, aber ich sagte, Zenit St. Petersburg im Februar, das ist Ja, bei das minus 480 Grad. Haben ist wir ja auch schon nicht einmal so. gemacht, denke ich, in Champions League, ne? 2000. Genau, da haben wir dann Wodka aus geschnitzten Eispinchen.
Sehr schön das Bild, beziehungsweise es geht. Also du bist gut getroffen, ich nicht. Was soll ich unterscheiden? Dein Kopf? Nicht hier war mein Kopf. Hier unten? Ja, so, okay, wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Sehr schönes Foto. Ja, bist du. Wir drücken natürlich alle Daumen, dass du schnellstmöglich wieder gesund bist. Jede Statistik sagt aus, dass du schnellstmöglich gesund werden musst. Mit dir klappt es besser und dass du dann verletzungsfrei bleibst. Wir drücken unseren Jungs natürlich die Daumen. Morgen in Mainz und auch am Wochenende hier gegen Hoffenheim und dann natürlich das Jahresfinalspiel gegen die Bayern im Pokal. Das war's vom Feiertagsmagazin. Wir sehen uns bald wieder. Bis du. Tschüss. Danke nochmal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao.